Hallo Leute, heute gibt es ein für mich recht sentimentales Video, denn ich nehme euch heute wieder mit zurück in meine Kindheit, in die Kindheit der 80er Jahre und zeige euch in diesem Video meine Panini-Sticker-Alben, die ich alle noch von damals aufgehoben habe, werfe mit euch einen kleinen Blick in die Alben und lasse natürlich wie immer meine Nostalgie schwelgen und euch an meinen Erinnerungen teilhaben. Ja, wie viele von euch wissen, ich bin immer noch mitten im Umbau meiner Man Cave, meines Toy Rooms. Ja, ich war diesmal wieder im Keller gewesen, habe eine Kiste gefunden mit Comics und dann sind mir auch meine Klebealben, meine Stickeralben in die Hände gefallen und ich dachte mir, das ist doch toll, darüber möchte ich ein Video machen, möchte euch daran teilhaben lassen. Und ich habe verschiedene Alben, ich habe auch noch Alben von Americana aus München, das war ja auch Sticker-Alben. Ich habe noch Duplo und Hanuta-Alben, die es damals halt zum Fußball gab oder zur Olympiade und so weiter. Die kommen jetzt in dem Video nicht vor, die würde ich in einem separaten Video zeigen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es nochmal in die Kommentare, genauso ob ihr eventuell das ein oder andere Album ein bisschen genauer sehen möchtet. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt hier einmal alles, was ich habe und was ich wirklich auch damals gehabt habe. Also es ist nichts dabei, was ich mir zugekauft habe, sondern das sind alles wirklich meine Alben von dem Hersteller Panini, die ich mein eigen nennen durfte und immer noch darf. Ja Leute, und ich möchte direkt anfangen mit dem ersten Album und ich habe die chronologisch sortiert vom ältesten zum neuesten hin. Ja, wir fangen mit dem ältesten an, was nicht meines war, sondern was ich von meinem Bruder dann irgendwann geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, jeder Filmfan, jeder Zuschauer hier, der hier meinen Kanal schon ein bisschen länger besucht, der wird sofort wissen, was es von welchem Film dieses Album ist, wenn ich einfach mal kurz die Anfangssequenz einspiele. Ja, es ist unschwer oder es ist schwer, es nicht zu erkennen, denn es handelt sich um Krieg der Sterne. Das älteste Album, was ich von Panini mein eigen nennen darf, wie gesagt, das Album ist von 1977, hier steht es ganz klein. Zur Info, ich blende immer wieder Bilder ein, ich blende Szenen ein, damit ihr da alles gut im Blick habt. Wie gesagt, dieses Album hat mir mein Bruder vermacht, sage ich mal, der wollte es nicht mehr haben. Ja, und ich finde es total toll, weil hier steht noch Krieg der Sterne drauf. Hier oben steht zwar rechts Star Wars, aber unten noch der Krieg der Sterne Schriftzug, der für mich der richtige Schriftzug ist. Episode 4 heißt er hier jetzt heutzutage. Ja, früher war das einfach nur Star Wars bzw. Krieg der Sterne. Und dieser Film ist für mich einfach Krieg der Sterne. Ja, dieses Poster oder dieses Artwork ist einfach ikonisch. Ja, auf der Rückseite haben wir C3PO und R2D2 in Großaufnahme. Und das Album ist wirklich wunderschön. Es ist komplett, das ist auch ganz wichtig. Und ich finde, mein Bruder hat da damals ganze Arbeit geleistet und die Bilder richtig schön und gerade eingeklebt. Da werdet ihr gleich auch noch ein paar Alben sehen, wo das Ganze nicht so der Fall ist. Aber ich zeige euch jetzt noch mal einfach ein paar Bilder. Es ist einfach wunderschön, ja, und eine tolle Erinnerung, weil, wie gesagt, es war nicht mein Album, wie das Album rausgekommen ist. Wenn das wirklich 77 rausgekommen ist, war ich noch gar nicht auf der Welt, weil ich bin ja erst 78, ich habe ja erst 78 das Licht der Welt erblickt. Aber die Erinnerung, die ich damit habe, wie mein Bruder das Album in der Hand hatte, durchgeblättert hat und mir dann auch irgendwann geschenkt hat, vermacht hat, das ist einfach einmalig und das Album ist in einem wunderschönen Zustand. Es hat nicht wirklich, es hat hier so ein bisschen Lagerungsspuren, das heißt, es ist hier so ein bisschen, hat ja einen kleinen Knick, sage ich mal, also keinen wirklichen Knick, sondern einfach nur, ist ein bisschen gebogen, nenne ich es mal. Das kann man mit Sicherheit glatt machen. Die waren jetzt die ganze Zeit in einer Kiste drin gewesen. Ich habe sie jetzt aus der Kiste befreit und die wandern jetzt nicht mehr in die Kiste, sondern die kommen jetzt auch hier in meine Sammlung, dass ich sie immer griffbereit habe.
So, beim zweiten Album, was ich jetzt einsortiert habe nach 1977, da könntet ihr mir eventuell helfen und schreibt es in die Kommentare unten rein, ob das wirklich ja, aus dem Jahr ist, wo ich es denke. Ich habe online geguckt und ich habe nichts gefunden, außer dass es von 1979 sein soll, und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, dass es aus Mitte der 80er Jahre ist, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Es steht nämlich nichts in dem Album drin. Ich habe es durchgeblättert, weder vorne noch hinten, kein Impressum, nichts. Aber wie gesagt, ich hoffe da auf eure Hilfe. Ihr werdet das mit Sicherheit wissen. Dann lasst es mich wissen. Und ich würde anfangen mit einem Satz, der uns alle unser Leben begleiten sollte, denn somit ist alles viel einfacher. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Genau, es handelt sich nämlich um das Panini-Album vom Dschungelbuch, Walt Disneys Dschungelbuch. Das ist auch meines, das ist wirklich meines. Es ist ein bisschen dreckig hier, das Weiße ist nicht mehr wirklich weiß. Ja, auf der Rückseite haben wir hier den, oh Gott, King, verdammt, ich weiß es nicht mehr. Schlecht vorbereitet. Auf jeden Fall auf der Rückseite ist der Affenkönig drauf. Sorry, wenn ich den Namen jetzt gerade nicht weiß. Vorderseite, sehr, sehr schön, haben wir hier Mowgli. Wir haben hier Baloo, der im Film ja von dem einzigartigen und unverkennbaren Edgar Ott gesprochen wurde, der auch der Benjamin Blümchen-Sprecher ist. Für mich der einzige Benjamin Blümchen-Sprecher. Und wir haben hier Bagheera im Hintergrund, der verschmitzt guckt. Und wir haben noch die Schlange, wir haben noch Shere Khan hier oben. Ne, K ist das, Shere Khan, um Gottes Willen. Dschungelbuch war nie so meins. K ist die Schlange, Shere Khan war ja der Tiger. Dschungelbuch war nie so meins, und ihr werdet es auch jetzt hier in dem Album sehen, denn das Album ist bei weitem nicht vollständig. Ja? Also deswegen meine ich, das ist relativ zum Ende meiner Panini-Klebe-Bilder-Orgie, sage ich mal, rausgekommen, wo ich schon gar nicht mehr so richtig Lust hatte, Bildchen zu sammeln. Ich meine, das müsste wirklich so Mitte der 80er Jahre gewesen sein, ja, weil hier ist überall, es fehlen Unmengen von Bildern, und das war bei mir eigentlich nie der Fall. Nichtsdestotrotz ein sehr schönes Album. Die Bestellkarte ist auch noch hinten drin, ja, finde ich auch immer sehr schön. Das heißt, ich habe nicht mal ich habe meine Eltern nicht mal dazu gedrängt, mir Bilder zu bestellen. Das war ja früher immer ganz schön. Du konntest ja pro Bild, du konntest 20 oder 30 Bilder bestellen, und ein Bild hat 10 Pfennig gekostet, wenn du es nachbestellt hast. 10 Pfennig und Versand, Porto und so weiter, eine D-Mark. Ja, und du konntest dann halt hier immer das Album reinschreiben, für welches Album du Bilder brauchst, und halt hier die Bildernummern reinschreiben, und dann konntest du dann hast du die fehlenden Bilder, die man halt nicht mit den Freunden getauscht hat oder tauschen konnte, die keiner hatte, die man auch in den Päckchen nicht gefunden hat, konnte man dann nachbestellen. Wie gesagt, bei dem Dschungelbuch ist das bei mir ein bisschen, ja, schwierig gewesen, weil da so viele Bilder fehlen und weil ich, glaube ich, nicht wirklich Interesse an dem Dschungelbuch hatte. So, das Dschungelbuch war, wie gesagt, was ich gesehen habe von 1979, was ich online gefunden habe, glaube ich nicht so ganz, aber wie gesagt, lasst es mich wissen. Das nächste Album ist von 1982, jetzt sind wir schon in den 80er Jahren, und ja, es ist auch wieder zu einem Film, zu einem Kinofilm, und zwar zu einem Steven Spielberg Meisterwerk. Wenn ich sage Steven Spielberg, wenn ich sage 1982, dann weiß der Filmkenner wahrscheinlich Bescheid. In this quiet neighborhood, on this tranquil street, a mystery is unfolding. And an adventure is beginning. Genau, es ist E.T., E.T., der Außerirdische. Ein sehr, sehr schönes Album, ein sehr schlichtes Artwork, nenne ich es mal. Ja, wir haben hier E.T., der in die Sterne guckt, der wahrscheinlich nach Hause telefonieren will. Und wir haben hier einfach ein paar Sticker abgebildet, also sehr, sehr schlicht. Und wir haben ja drauf unverbindliche Preisempfehlung D-Mark 0,50, also 50 Pfennig hat das Album gekostet.
Und bei dem Album die Besonderheit, keine Ahnung, ob das eine Besonderheit ist, aber was mir aufgefallen ist, hier ist nirgendwo dieser kleine Panini-Ritter, also dieses Panini-Logo ist nirgendwo drauf, weder vorne noch hinten, auch. Das finde ich, das Schlichte finde ich richtig toll. Ja, einfach nur Elliots Hand und E.T.s Hand und die Erde unten drunter und der E.T.-Schriftzug. Also auch hier auch kein Figurin-Panini-Bild oder Sticker oder Aufdruck, was auch immer drauf. Ja, auf jeden Fall, das ist auch meins aus der Kindheit und ganz einfach zu erkennen, dass ich hier, also ich war es nicht, aber hier steht Frank. Hat hier irgendeiner mit Kuli, hat hier Frank draufgeschrieben und ich weiß nicht, wem seine Schrift das ist. Also meine ist es nicht, die von meiner Mutter ist es nicht. Ich wüsste auch nicht, dass es von meinen Brüdern ist, also ich habe keine Ahnung. Ein Mysterium, genauso wie das Album ein bisschen. Ich glaube, es ist nicht hundertprozentig voll. Aber hier die Bilder sind halt so schön, immer so große Bilder da gewesen, ja. Aber was mir hier auffällt auf der Vorderseite, wenn ihr das mal anschaut, ja, das ist ein internationales Album, würde ich sagen, ja. Also auch auf der Front steht ja schon The Extraterrestrial und nicht E.T. der Außerirdische. Ja, also das finde ich ein bisschen komisch. Und hier stehen auch alle möglichen Wörter, Love, Mystery, Discovery, Excitement, Fun und so weiter. Alles nur auf Englisch drauf. Und kein einziges Wort auf Deutsch. Finde ich sehr, sehr komisch. Und so geht es halt auch weiter. Hier haben wir dann die Personen zum Film. Hier steht es auf Deutsch. Aber dann, wenn man die Seiten weiterblättert, dann seht oh, hier fehlen doch Bilder. Dann haben wir hier E.T. gleich Mystery auf Englisch. Ja, E.T. gleich Discovery, also Englisch. Finde ich sehr, sehr komisch. Aber ein sehr, sehr schönes Album, das für mich wirklich E.T. Adventure, ja, das mir wirklich Kindheitserinnerungen auslöst an einen Film, der mich wirklich, oh, guck mal die schönen Bilder, Imagination, ja, der mich wirklich mitgenommen hat, der mich traumatisiert hat, als E.T. quasi im Sterben lag, als die Blume verwelkt ist, als er gefangen wurde und Experimente an ihm durchgeführt werden sollten und so weiter. Der Film hat mich echt fertig gemacht als Kind, das weiß ich noch. Und weil hier jetzt Bilder fehlen und auch bei dem Dschungelbuch Bilder gefehlt haben etc., nur kurz dazu, das macht mir überhaupt nichts. Also ich muss diese Alben jetzt nicht komplett kriegen, weil das ist der Stand, bei dem ich damals aufgehört habe zu sammeln. Also wenn ich jetzt neue Bilder einkleben würde, die ich damals nicht hatte oder die ich jetzt bekommen würde, das wird sich einfach für mich falsch anfühlen. Ja, also ich möchte diese Alben gar nicht komplett haben, sondern ich möchte sie so behalten, ja, wie ich sie quasi abgelegt habe, wie ich sie aufgehört habe zu sammeln. Die Unvollständigkeit ist für mich eine Vollständigkeit, für mich, für meine Nostalgie und von daher passt das genauso, wie es ist. So, wir bleiben im Jahr 1982 und gehen zurück in ein kleines Dorf. Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe. Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Genau, jetzt sind wir bei den Schlümpfen. Ich habe auch ein Panini-Schlumpf-Album. Jawohl, auch von 1982. Und hier, das meine ich, Figurin Panini. Das fehlt bei dem E.T. Wieso auch immer, wahrscheinlich, weil es ein internationales Album war. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr zu wisst. Ansonsten haben wir hier ein sehr schönes Cover, finde ich, von den Schlümpfen. Wir haben hier Papa Schlumpf, wir haben hier die Schlumpfine und wir haben hier einen, oh Gott, Blumenschlumpf. Er schlumpft ihr gerade eine Blume zu. Finde ich sehr schön. Ich finde das klasse, wenn man alles halt mit den Schlümpfen halt assoziiert und immer ja permanent halt irgendwas Schlumpfiges sagt. Ich finde es einfach toll. Und Rückseite ist Papa Schlumpf mit einem Elixier.
hier kommt eine rosa Wolke raus, wo die Schlümpfe oder zumindest die Köpfe halt irgendwie alle in der Wolke zum Vorschein kommen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, die Schlümpfe, und hier heißt es schon wieder so eine Schlumpferei. Ich finde das einfach total toll. Und an dieses Album kann ich mich auch noch gut erinnern, wie ich die Bilder eingeklebt habe. Ich finde es sehr, sehr schön. Ja, und auch alles relativ gerade, muss ich sagen. Also ich bin da immer sehr geflasht davon, dass ich weiß nicht, also wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ist, ob mir meine Mutter da vielleicht beim Einkleben geholfen hat, hier bei den Viererbildern und so weiter. Das sieht schon sehr, sehr akkurat aus. Ja, das Album ist von 82, das heißt, da war ich 4 Jahre. Lass es mal ein Jahr vorproduziert sein, dann kam es vielleicht 83 raus, dann war ich 5. Ich glaube nicht, dass ich die so akkurat da eingeklebt habe. Oder ich war früher halt einfach schon so drauf. Vielleicht noch ganz interessant, auch das gehört wieder einfach zu mir. Das ist ein Teil von meinen Erinnerungen. Erstmal, das Album ist auch nicht komplett, sehe ich gerade. Hier fehlen 2 Bilder. Aber hier zum Beispiel der Papa Schlumpf hier hinten, den habe ich einfach rot. Ich weiß gar nicht, ob es ein Kuli oder ich glaube, das ist sogar ein roter Kuli. Ja, ist gar kein, fühlt sich nicht nach Bleistift an. Den habe ich einfach ausgemalt, den Papa Schlumpf hier. Ich finde das einfach toll, diese Erinnerungen. Oftmals ist es auch so, wenn ich so Sachen wiederentdecke und dann mir die Sachen angucke, dann kriege ich so Flashbacks, ja, und dann erinnere ich mich wirklich daran, wie so manche Sachen passiert sind, wo ich zu der Zeit war, im Kinderzimmer, was auch immer. Also ich finde es einfach toll. Also diese Nostalgie ist einfach unbezahlbar und mein Schlumpf-Album natürlich auch. So, das Jahr 1983, wieder ein riesengroßes für mich Filmjahr. Auch wieder jetzt ein Album, was ich damals nicht hatte, sondern was mein Bruder hatte. Ihr erinnert euch, zum Anfang des Videos habe ich auch ein Album gezeigt, was ich von meinem Bruder nachträglich bekommen habe. Und hier ist es dasselbe. Ich habe hier das Album zu Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und das ist ja, wie ihr bekanntlich wisst, mein Lieblings-Star Wars-Film. Ja, hier steht jetzt auch nicht mehr Krieg der Sterne, sondern hier steht Star Wars, die Rückkehr der Jedi-Ritter drauf. Und was mir auch richtig, richtig toll an diesem Film gefällt, ist einfach diese geile Eröffnungssequenz, ja, wenn Darth Vader kommt. Informieren Sie den Commander, dass Lord Vaders Fähre eingetroffen ist. Ja, Sir. Ja, ich habe da einfach Gänsehaut. Das ist einfach so Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da mit meinen Brüdern und mit einem Kumpel, mit dem Thorsten, Kumpel von meinen Brüdern damals, der hat den Film besorgt. Wir haben den zu Hause in den Nordmende VHS Toploader Videorekorder eingeschoben. Das heißt, das war ja noch so, du drückst da drauf und dann ging oben so eine Klappe auf, hast den Film reingelegt, hast runtergedrückt und haben den Film geschaut. Und ich war so geflasht, weil das war dann der erste Star Wars Film, den ich gesehen habe. Die anderen beiden, also Krieg der Sterne und das Imperium schlägt zurück, habe ich erst später dann gesehen. Ja, Rückkehr der Jedi-Ritter war der erste und somit ist das auch einfach mein Favorite. Und auch hier mein Bruder wieder sehr, sehr akkurat gearbeitet. Das Album ist auch vollständig. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Und diese Bilder, diese großen Bilder, wenn die so schön geklebt sind, macht das einfach richtig, richtig Spaß. Ja, werden die Charaktere vorgestellt. Ja, und dann auch hier wieder das große Bild, wunderschön geklebt. Also mein Bruder, Respekt, vielen lieben Dank. Ansonsten das Album halt, ja, mehr oder weniger auch schlicht. Das heißt, ich habe einfach ein paar Filmbilder halt, ja, abgebildet, nenne ich es mal. Auf der Rückseite ist der Kampf um den Todesstern in vollem Gange, wenn der rasende Falke mit den paar X-Flüglern halt im Todesstern schon drinne ist. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Somit habe ich halt das Krieg der Sterne Album und die Rückkehr der Jedi-Ritter Album.
ich habe noch nie wissentlich, vielleicht sagt ihr auch hier, komm, der hat ja gar keine Ahnung, aber ich habe noch nie wissentlich ein Album von Panini zu Das Imperium schlägt zurück gesehen. Wisst ihr da mehr? Schreibt es in die Kommentare, ob es sowas gibt. So, wir bleiben im Jahr 1983. Jetzt haben wir wieder ein Album, was mir damals, oder was mir gehört hat, mir gehört es ja immer noch, ja, was ich bekommen habe. Und es ist aktueller denn je, denn aktuell gibt es einen Kinofilm, beziehungsweise es wird eine neue Serie rauskommen. Und ja, ich rede vom Pumuckl. Das Pumuckl-Album habe ich hier. Mein Album aus der Kindheit von 1983, Meister Eder und sein Pumuckl-Sammelalbum. Pumuckls tollste Abenteuer mit Originalbildern aus der Fernsehserie und vielen Extras. Das Titelbild finde ich eigentlich sehr schön. Pumuckl guckt oben aus dem Dachfenster raus. Der Meister Eder, der Gustl Bayerhammer, Gott hab ihn selig, der beste Meister Eder ever, nenne ich es mal. Hier oben abgebildet. Auf der Rückseite sind auch Bilder aus den verschiedenen Folgen, die in dem Album drin sind, behandelt werden, abgebildet. Und hier ist auch eine Tüte, eine Panini-Tüte abgebildet. Und guckt mal da drauf, ja, 6 Bilder, 40 Pfennig. 6 Bilder, 40 Pfennig. Heute kosten, ich weiß es gar nicht, 5 Bilder 1 Euro. Ich weiß es gar nicht genau. Aber wie gesagt, sehr, sehr schön. Und hier seht ihr auf der ersten Seite die verschiedenen Folgen, die hier in dem Album verewigt wurden, mit Klebebildern. Sehr, sehr schön. Und dazu kommen halt auch immer so schöne Pumuckl-Ausschnitte, wo ich den Pumuckl irgendwo reinkleben konnte. Finde ich richtig, richtig klasse. Ja, so Szenenbilder, Pumuckls kühnster Sprung, so kleine Pumuckls hier, die halt einmal in den Swimmingpool halt reinspringen. Finde ich sehr, sehr schön. Das Pumuckl-Album ist komplett. Hier seht ihr auch, hier fehlt auch diese Karte zum Bestellen. Ja, also daher gehe ich davon aus, dass wir damals dieses Album komplettiert haben, indem wir halt die fehlenden Bilder bei Panini direkt nachbestellt haben. Finde ich sehr, sehr schön. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Pumuckl bzw. Meister Eder und sein Pumuckl. So, jetzt machen wir einen Sprung. Von 1983 gab es eine Panini-Flaute bei mir bis ins Jahr 1986. Im Jahr 1986 kam auch wieder ein Zeichentrickfilm raus, zu dem ich dann halt das Panini-Klebealbum bekommen habe. Auch der Film hat mich sehr mitgenommen, weil diese Zeichentrickfilme waren irgendwie fast alle immer so traurig oder haben so eine traurige Story gehabt. Und hier handelt es sich um Steven Spielbergs ersten, zumindest laut Trailer, ersten Zeichentrickfilm. Universal Pictures lädt Sie ein zu einem Kinoerlebnis ganz besonderer Art. Es ist der erste Zeichentrickfilm, den Ihnen Steven Spielberg präsentiert. Fievel, der Mauswanderer. Es ist die Geschichte einer Familie, die nach Amerika auswandert, und die Geschichte von Fievel, ihrem Sohn, der unterwegs verloren geht. Papa! Fievel! Fievel! Ich komme, Papa! Fievel, der Mauswanderer. Ein Film von Don Bluth. Ja, Regie Don Bluth oder Bluth. Fievel, der Mauswanderer. Fievel, der Mauswanderer war ja der Kinofilm. Nachher kamen ja noch verschiedene andere Filme. Fievel, der Mauswanderer im Wilden Westen und so weiter. Im Original hieß der ja auch, wie es hier steht, An American Tale. Und finde ich auch sehr, sehr schön. Auch hier ist das Inlay noch drin. Das heißt, ich habe hier keine Bilder nachbestellt. Das Album ist auch nicht komplett. Nichtsdestotrotz ja auch wieder das große Bild wieder schön geklebt. Ja, und ganz kurz nochmal zum Cover. Hier sehen wir Fievel in einem Stück Käse. Vorne guckt er raus. Und das finde ich eigentlich schön gemacht. Und hinten, kriecht er rein, damit er vorne rausgucken kann. Nennen wir es mal so. Finde ich sehr, sehr schön. Aber auch hier Fievel fand ich sehr, sehr traurig. Ja, Fievel hat ja dann auf dem Weg, Fievel Mauskowitz hieß er ja, glaube ich.
auf dem Weg in die, nach Amerika, in die Vereinigten Staaten, ist er von seiner Familie getrennt worden und ist dann in so einer kleinen Flasche, mehr oder weniger, in Amerika angespült worden. Und ich könnte einfach nur heulen. Ja? Also das sind so Sachen, die kann ich mir auch heutzutage noch nicht gut angucken. Es ist echt erschreckend. Ja, hier sind mal ein paar Bilder oder alles mal vollständig. Aber auch hier dieses Album, wie gesagt, ist nicht komplett vervollständigt worden von mir. Also auch hier fehlen mir ein paar Bilder. Und wie gesagt, nochmal, das ist überhaupt nicht schlimm. So, wir bleiben in 86. 86 war irgendwie das Panini-Jahr für mich. Und wir kommen wieder zu einem Zeichentrickfilm, diesmal wieder Walt Disney. Und das ist ein Zeichentrickfilm, den ich richtig klasse finde, wenn nicht sogar mein Lieblings-Walt Disney Zeichentrickfilm. Den habe ich 86, ich glaube es war 86 oder kam der für uns vielleicht erst 87 raus. Das war ja damals immer ein bisschen bei uns verzögert. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich ihn im Kino damals gesehen. Und es handelt sich um niemand Geringeren als den Sherlock Holmes aus der Mäusewelt, Basil, der große Mäusedetektiv. Basil, der große Mäusedetektiv. Den absolut umwerfenden neuen Zeichentrickfilm. Sie werden begeistert sein. Hallo, Tobi. Haha! Vorsicht! Eine Geschichte voller Streiche und Abenteuer mit einer Parade köstlicher Disney-Originale. Die Greifer, Olivia, Sie holen mir meinen Daddy zurück? Daddy Hampelmann, mir solche Sorgen gemacht um ein kleines Mädchen. der verwegene Dr. Wastin. Wir müssen etwas tun. Und natürlich Basil, der größte aller Mäusedetektive. Geschafft, alter Junge! Und Rattenzahn, der Schurke, den Sie mit Begeisterung hassen werden. Sie sind eine schleimige, widerwärtige Kanalratte. Wie haben Sie mich genannt? Eine Zaubershow. Ungeheuerlich. Basil, der große Mäusedetektiv. Ein einfach hinreißendes Kinovergnügen für Jung und Alt. Das Album sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr schönes Bild. Ist ein Werbealbum mit einer Tüte. Das haben sie sogar extra oben drauf geschrieben. Ja, das heißt, das gab es sogar umsonst. Und hier wird ja die klassische Detektiv- oder Sherlock Holmes Story nacherzählt in der Mäusewelt. Wir haben hier Basil, den großen Mäusedetektiv. Wir haben hier den Dr. Was denn? Also Dr. Watson im Original. Hier heißt er Dr. Was denn? Wir haben die kleine Olivia, die ihren Vater sucht. Und wir haben hier Rattenzahn. Ja, und den fand ich richtig krass. Und vielleicht hat mir dieser Film auch so gut gefallen, weil er ein bisschen düsterer war. Er war zwar auch lustig, ja, aber es wurde kaum gesungen. Das fand ich schon mal richtig klasse. Zur damaligen Zeit wurde ja in jedem Disney-Film irgendwie 50 Mal gesungen. Ja, der halbe Film bestand nur aus Musik. Und hier wurde relativ wenig gesungen. Ja, und es war eine sehr, sehr düstere Stimmung, sage ich mal. Ich erinnere mich jetzt gerade, habe es gerade aufgeklappt, das eine Bild hier, wo man im Schatten sieht, wo der gierige Rattenzahn eine Maus verfüttert an eine Katze. Man sieht es im Schatten. Ja, man sieht den Schatten, wie die Maus verspeist wird von der Katze. Fand ich damals extrem krass. Ja, und ja, finde ich ein sehr, sehr schönes Album. Das Album dürfte komplett sein. Ja, ich gucke gerade mal, aber das Album ist sogar komplett. Finde ich sehr, sehr schön. Und bei Basil finde ich es wirklich schade, dass da nicht noch ein zweiter Teil rausgekommen ist damals. Jetzt, Gottes Willen, Walt Disney oder Disney Studios, unterlasst es bitte. Bitte jetzt keinen zweiten Teil mehr rausbringen. Das würde nichts mehr werden. Ja, damals hätte der kurz danach kommen müssen. Basil, der große Mäusedetektiv mit einem anderen Fall. Fände ich total klasse. Aber das Album wird immer in meiner Erinnerung und in meiner Sammlung bleiben. So, hier kommen wir jetzt zu einem besonderen Album für mich, auch aus dem Jahr 1986. Ich sage ja, 86 war das Panini-Jahr bei mir. Und jetzt habe ich diesmal keinen Einspieler, denn es geht um ein Album, was mir sehr am Herzen liegt. WWF bedrohte Tierwelt. Ja, das habe ich damals gesuchtet. Ja, dieses Album habe ich geliebt. Ja, man sieht es auch daran, dass es komplett auseinandergefallen ist. Also die Klammern sind weg. Ja, ich kann es also komplett auseinandernehmen. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es total toll und habe jetzt hier als Beispiel, welches Tier in welche Umgebung, das war noch da drin. Ja, hier konnte ich die Tiere unten so abziehen, sag ich mal, und dann hier oben in der richtigen Umgebung wieder aufkleben. Ich habe die meisten doppelt gehabt, sodass ich die einmal unten reingeklebt habe und einmal dahin, wo sie auch wirklich hin
gesollt haben. Ja, und ich war und bin immer noch ein riesen Tierfreund. Ich kann keinem Tier irgendwas zur Leide tun. Ja, und das hat mich damals schon immer mitgenommen. Tiere vom Aussterben bedroht etc. oder Tierquälerei und so weiter. Ja, ich zeige jetzt hier einfach mal kurz, es fällt halt auseinander. Ja, meine Erinnerungen. Also das Album ist auch komplett. Ja, und jetzt kommt noch was mir sehr am Herzen liegt. Wie gesagt, hier gab es auf diesem Tiere wohin damit, gab es so eine Aktion von Panini, von dem WWF. Ja, Aktion Freunde des WWF. Ich konnte 50 Panda-Märkchen ausschneiden. Die waren, glaube ich, auf den Tüten drauf. Die musste ich ausschneiden und konnte ich dann zu Panini, denke ich mal, oder zum WWF, ich weiß nicht mehr genau, schicken und habe dann Post bekommen. Und Leute, was soll ich sagen? Diese Post habe ich tatsächlich noch. Ich habe hier meinen Umschlag mit der Post, die ich ich sage jetzt einfach mal vom WWF bekommen habe. Ja, und vom Stempel her, der ist abgestempelt worden, der Brief, am 10.11.1986. Überlegt euch das mal. 10.11.1986, da ist diese Post gekommen und ich mache es mal auf. Ich habe es noch alles hier, was da drin war. Ja, also wie gesagt, ich habe früher schon alles aufgehoben, irgendwie. So ein kleiner Messi-Retro-Rauner, Retro-Messi-Rauner, keine Ahnung was. Es gibt erstmal ein paar Bestellkarten, meine Panda-Bestellung. Und da habe ich tatsächlich, ja, also eine Sache war der Jubiläumskalender für 9 D-Mark, der war schon immer ausgefüllt auf diesen Karten hier. Ja, und ich habe auf dieser einen Karte schon 2 Sachen dazu geschrieben, habe es aber nie abgeschickt. Und zwar ein Notizblock Stifte für 19,50 Mark, glaube ich. Und einmal nur eine Bestellnummer für 12,50 Mark. Also das wollte ich haben, habe es aber nie weggeschickt. Dann habe ich hier meine Urkunde für Frank Rauner, Freund des WWF. Die Urkunde habe ich noch. Ja, es waren dabei WWF-Sticker, Aufkleber, auch die habe ich nicht benutzt. Ja, und auf dem anderen Teil waren halt die Buchstaben mehrmals vorhanden, sodass man halt auf seine Urkunde selbst seinen Namen draufkleben konnte. Also ja, so viel dazu. Und was noch dabei war, auch das finde ich sehr, sehr schön. Auch das habe ich nie aufgehangen, sondern habe es immer pfleglich in dem Umschlag seit 1986 behalten, ist ein WWF-Tierposter Bedrohte Tierwelt. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, auch dieses Poster bleibt in meiner Sammlung. Ich packe es wieder in den Umschlag rein, wie alles andere auch. Und freue mich, dass ich dieses Stück meiner Geschichte immer noch bei mir habe. Ja Leute, dann gehen wir nach 1988, beziehungsweise das Album ist 87 rausgekommen. Es ist das einzige in der Art, was ich von Panini habe. Denn es geht um Fußball. Was war 1988? Es war die Europameisterschaft in Deutschland. Und da habe ich ein EM88 Panini-Album mit Bernie hieß er. Bernie, das Maskottchen, der, keine Ahnung, Osterhase des Fußballs. Ja, auch das Album ist komplett. Mein einziges Album, wie gesagt, was ich von Panini zum Fußball habe. Meistens hatte ich, wie gesagt, die Duplo- und Hanuta-Alben. Ja, 82, 86, 90 und so weiter. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gehe ich die auch mal mit euch durch. Ja, und hier ganz schön, wie gesagt, ich blende ja immer Bilder ein, habe ich auch hier immer schön fein säuberlich mit dem Bleistift die Paarungen, die Ergebnisse und halt auch dann die Viertelfinale, Halbfinalpaarungen etc. aufgeschrieben. Wobei, ich sehe gerade, es gab gar kein Viertelfinale, es gab direkt dann das Halbfinale und das Finale. Und im Halbfinale hat Deutschland gegen Niederland, habe ich geschrieben, gespielt und wie allen bekannt ist, 1:2 verloren. Ja, aber all das war nur ein Vorgeschmack auf die WM 1990, die ja die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten hatte, wie ich finde. Ja. Und 1990 war die WM, die ich als erstes so richtig intensiv miterlebt habe. 1986 war ich schon dabei, da habe ich das Endspiel geguckt, ja, aber habe nicht so viel merken, registrieren können, wie auch immer. 1990 war ich voll dabei. 1988 hat es so angefangen bei mir, da war ich 10. Hier auch der Bernie in verschiedenen schönen Stickern, goldenen Stickern hier. Finde ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, die verschiedenen Mannschaften hier drin. Und sogar halt auch die Schiedsrichter wurden abgebildet, was halt auch nicht, glaube ich, immer selten war. Und vor allem waren es so wenige. Und der deutsche Schiedsrichter war Dieter Pauli.
Also wie gesagt, sehr, sehr schön. EM88, auch wieder ein Erinnerungsstück von mir. So Leute, ebenfalls 1988 gab es wieder ein WWF-Klebealbum. Auch das habe ich dann 2 Jahre nach dem ersten bekommen, und zwar WWF Bedrohte Natur. Ja, dieses Album ist, glaube ich, nicht vollständig, aber ich finde es sehr, sehr schön, weil hier wurde wirklich auf die bedrohte Natur eingegangen. Hier gab es Sachen wie Lesen am Strand, Umweltverschmutzung durch Schiffe, Ökosystem in Gefahr, Naturräume der Tiere und so weiter. Welche Tiere sind wo, Gebirge, Tiere und Pflanzen des Nadelwaldes etc. Wie gesagt, das Album ist nicht komplett, aber wie gesagt, ein schönes Album, was mir wieder die Tierwelt ein Stückchen näher gebracht hat. Ja, wie deute ich Spuren der Tiere und so weiter. Also finde ich sehr, sehr schön. Und auch hier 1988, da war ich gerade mal 10 Jahre alt. Und guckt mal, das wievielte Sticker-Album das schon war. Richtig geil, oder? So, und dann kommen wir nach 1989 und dem Abschluss meiner Panini-Alben. Und auch hier, wer dieses Intro hört, der weiß ganz genau, um welche Fernsehserie es geht. Ganz genau, es geht um Alf, und auch hier habe ich natürlich das Alf Panini-Album für mich entdeckt gehabt. Das musste ich haben, und sehr schön, das ist, ja, das Album gibt es sehr, sehr häufig noch heutzutage, aber nichtsdestotrotz, also findet man immer noch auf Börsen, online und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das ist mein eigenes von damals. Ja, das Poster habe ich nicht mehr drin, und es ist, wie ihr es gerade am Anfang seht, auch nicht komplett. Aber wie gesagt, das macht mir überhaupt nichts. Ich freue mich halt einfach, dass ich diese Sachen noch aufgehoben habe und diese Alben noch in meiner Sammlung habe. Alf, ich liebe Alf, ihr wisst es alle. Ja, und guckt mal hier, ich habe hier hinten auch schon mal aufgeschrieben, welche Bilder mir noch fehlen. Habe aber die Karte anscheinend nie weggeschickt. Also ist sehr, sehr schade, dass es nicht komplett ist. Aber nochmal, wie gesagt, es ist der Zustand, in dem ich aufgehört habe zu sammeln. Von daher überhaupt kein Problem für mich. Ich freue mich so, und vielleicht interessant auch, Vorderseite Alf, Rückseite ist diesmal sogar Werbung für Lego. Das hat da schon angefangen, also da waren dann keine Rückseiten mehr, die passend zum Vordermotiv sind oder sowas, sondern hier wurde halt Lego Space beworben, 1989 genau. Nichtsdestotrotz, Alf geht einfach immer. Und weil Alf immer geht, habe ich noch einen Schmankerl für euch. Es ist kein Panini-Album, ja, trotzdem habe ich es jetzt hier mit reingepackt, weil es halt einen Bezug zu Alf hat. Und zwar ist es von 1988 und es ist ein Monty-Album. Auch das habe ich aus meiner Kindheit noch von 1988. Und das Besondere hier ist, es handelt sich, guck mal, also mal meine alte Adresse drin, meine Kindheitsadresse, habe ich nicht zu verbergen, kann ich gerne einblenden. Auch das ist nicht komplett, aber das Besondere hier ist, das waren so Pappkärtchen, die man einkleben musste. Und da müsst ihr mir jetzt auch mal helfen, weil das ist mir gerade im Moment entfallen. Wo gab es denn die? Waren das auch so Pappkärtchen? Ich glaube, war da nicht auch irgendwie ein Kaugummi oder irgendwas mit dabei? Oder wo habe ich die her? Wo hat man die herbekommen? Ich weiß, die haben wir bei uns bei so einem, ich nenne es jetzt mal nett ausgedrückt, also was heißt nett ausgedrückt, sondern nicht despektierlich ausgedrückt, aber in so einem Tante-Emma-Laden habe ich die damals immer gefunden. Bei Spieß hießen die. Ja, da habe ich immer, auch wenn ich bei meiner Oma war, haben wir dann immer da bei ihr immer so ein paar Kärtchen gekauft. Ich habe aber nicht mehr vor Augen, wie hat die Verpackung ausgesehen, wie viele waren da drin etc. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr schön, so Pappkärtchen, die man dann hier einkleben konnte. Leute, wenn ihr da mehr zu wisst, wenn ihr eventuell noch ein Foto von den Verpackungen habt, dann lasst es mir zukommen. Wie ihr wisst, Alf habe ich eine sehr, sehr große Empathie für. Ich liebe Alf.
Und ganz besonders, wie gesagt, wenn das halt wirklich Sachen sind, die noch aus meiner Kindheit stammen. Leute, das soll es gewesen sein mit meinen Panini-Sammelalben. Ja, ein kleiner Rückblick in meine Kindheit, in die Kindheit der 80er Jahre. Jetzt seid ihr natürlich wieder dran. Schreibt in die Kommentare, was war euer liebstes Panini-Album? Habt ihr überhaupt welche gehabt? Konntet ihr mit Stickern gar nichts anfangen? Habt ihr doch die Alben eurer Kindheit? All das interessiert mich wie immer. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro Raune.